willkommen im Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in Bielefeld. Und heute haben wir eine etwas andere Podcast-Folge, weil ich leider wieder recht stressige Wochen habe. Und euch ist vielleicht aufgefallen, letzte Woche gab es keine Folge und diese Woche würde es auch keine geben, wenn ich mir jetzt nicht dieses Format überlegt hätte. Denn ich habe, weniger als eine Stunde Freizeit und ich würde in dieser halben Stunde gerne mich ein bisschen erholen, ein bisschen stricken, ein bisschen sprechen, wenn ich nicht zuhören kann. Ja. Also falls ihr neu dazugekommen seid, es ist ein Strick-Podcast. Es geht in diesem Podcast ums Stricken und Wolle und meine anderen strickigen Abenteuer, manchmal um Übersetzung von Strickanleitungen. Ich bin ja eigentlich Übersetzerin im Hauptberuf und um Strickdesign. Ich designe eigene Anleitungen oder ich entwerfe eigene Strickprojekte, Strickmodelle und schreibe Anleitungen dazu. Genau, und ich stricke sehr viel. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich muss mal hier ein bisschen, vielleicht ein bisschen gedämpftes Licht versuchen. Wie ihr seht, sitzen wir jetzt woanders. Das liegt, wie ich eben schon gesagt habe, daran, dass ich gleichzeitig alles machen möchte. Ich möchte mich erholen, ich möchte stricken und ich möchte eine Folge aufnehmen, was ich auf keinen Fall geschafft hätte, wenn ich jetzt auf richtige Freizeit warten würde. Also mache ich das jetzt kombiniert. Ach, Tee trinken will ich auch noch. Ich spüre, dass ich immer mehr erkältet bin. Ich spüre also Halskratzen und leichte Halsschmerzen, noch kein Schnupfen, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Deswegen muss ich irgendwie versuchen, alles gleichzeitig zu machen, damit ihr vielleicht heute Morgen noch eine neue Folge zu sehen bekommt. Ich werde auch diese Folge minimal bearbeiten, damit ihr eben diese Woche noch eine Folge zu Gesicht bekommt. Deswegen werde ich nur darauf eingehen, was ich gerade stricke, beziehungsweise was ich vor kurzem fertig gestrickt habe. Und eins davon stricke ich halt gerade noch und werde das im Verlauf der Folge weitermachen, während ich einfach nur stricke. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Bald sind ja Sommerferien, aber die Urlaubszeit hat ja eigentlich schon begonnen. Viele sind vielleicht schon im Urlaub oder waren bereits im Urlaub. Wenn ihr keine schulpflichtigen Kinder habt, wart ihr wahrscheinlich noch nicht. Meine Tochter ist ja schulpflichtig, ist noch in der Grundschule und wir haben bald Urlaub und ich werde mich länger an der Nordsee aufhalten. Also wenn ihr von der Nordsee kommt, so kann man es glaube ich nicht ausdrücken, wenn ihr gleichzeitig mit mir, also im Juli zum Beispiel, an der Nordsee seid, in der Nähe von Husum, wir sind nicht in Husum, wir sind in einem kleinen Ort in der Nähe, aber wenn ihr in der Nähe seid, in der Nähe von Husum, meldet euch in den Kommentaren oder per E-Mail. Die Kontaktdaten von mir, also die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Meldet euch, vielleicht kriegen wir einen Stricktreff organisiert oder so. Ich habe da keine Räumlichkeiten. Ja, also es wird nicht möglich sein, für mich irgendwelche Räume anzumieten, aber vielleicht gibt es da ein schönes Wollgeschäft. Also wenn ihr dort schöne Wollgeschäfte kennt, die müssen nicht total meinen Vorstellungen entsprechen. Wie ihr wisst, stricke ich gerne aus Non-Superwash-Garnen, aus eher rustikalen Garnen, oder gut, Seide geht auch, aber halt alles möglichst natürlich, nachhaltig und minimalistisch, also ohne Non-Superwash-Ausrüstung. Das erwarte ich, sagen wir mal, nicht, einfach nur, weil ich weiß, dass es nur wenige Läden gibt, die sich der gleichen Idee verschrieben haben. Es gibt zwar immer mehr
sowohl Läden als auch Handwerberinnen oder Online-Läden, die ähnliche Garne verkaufen, wie ich mag. Aber ich kenne in Deutschland keinen Laden in der Nähe zumindest, der, naja, ähnliche Ansichten hat, wo die Inhaberin ähnliche oder gleiche Ansichten hat wie ich. Aber kann ja an der Nordsee sein. Ja, also wenn euch ein schöner Wollladen oder ein Stoffladen einfällt, wo man sich vielleicht für ja, für Stöbern und Kaffee trinken und zusammen, weiß ich nicht, und sich austauschen, treffen kann, oder ein schönes Café, wo man sich schön hinsetzen kann und stricken kann, meldet euch entweder per E-Mail oder per persönliche Nachricht auf Instagram oder auf Ravelry oder in den Kommentaren und wir schauen oder ich schaue, was sich vielleicht machen lässt. So, ich spreche ja wirklich in jeder Folge von diesem Besuch an der Nordsee. Das liegt einfach nur daran, dass ich wirklich, wirklich urlaubsreif bin. Und zwar seit sehr langer Zeit. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich versuche meine Erwartungen nicht so hoch zu hängen, um nicht enttäuscht zu werden, aber ich fürchte, die Enttäuschung wird nicht zu vermeiden sein. Auf der anderen Seite ist mir das ja bewusst, dass meine Erwartungen zu hoch sind. Also meine Erwartungen an die Erholung, die dieser Urlaub bringt, sind recht hoch. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder anfangen, Methoden zu überlegen, wie ich mich in meinem Alltag besser erholen kann. Das Stricken hilft mir sehr beim Erholen, aber reicht nicht aus. Also müsste ich ein bisschen was an meinem Leben ändern. Ja, naja, soweit war ich ja schon. Aber gut, wir fangen einfach an damit, was ich fertiggestellt habe. So, dafür muss ich mal einen Schluck Tee trinken. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes zu trinken und was Schönes zu stricken. So, wir fangen an. Ich habe ein weiteres Musterstück von meinem Chia Me Up Scarf gestrickt. Man sieht, die 2 Fäden sind noch nicht vernäht. So, das ist mein Chia Me Up Scarf, also ein Aufmunterungstuch oder Tüchlein. Das ist meine Anleitung. Die kann man auf Ravelry kaufen für einen recht günstigen Preis. Und das Tuch gibt es in der Anleitung in 2 Größen. Das ist die größere Größe. Diese Version wiegt, glaube ich, 40 oder 45 Gramm. Das heißt, ein Knäuel von 50 Gramm eines Light Fingering Garns, in diesem Fall ist es Sunday von Sandnes Garn, reicht vollkommen aus. Wenn man weniger Garn hat, dann strickt man halt nur so weit, wie das Garn ausreicht und dann ist man fertig. Und das ist auch, das ist Merino Non-Superwash und das ist aber sehr ja, glatt. Man kann das tragen, wie man möchte, also man kann auch so tragen, man kann im Prinzip auch so. Ja, also da sind keine Grenzen gesetzt und wo wir schon mal miteinander hier so sitzen und reden, werde ich jetzt auch die Fäden vernähen. Wie ich eben schon gesagt habe, das wird eher eine Folge sein, in der ich wirklich live arbeite. Hier haben wir eine Sammlung meiner Nadeln. Da sind auch Sticknadeln, also nicht nur Wollnadeln oder wie sie heißen. Und ich muss gerade schauen, ich glaube, diese könnte passen. Ich habe sie halt einfach nur, keine Ahnung, mal gekauft, mal gesammelt und nutze sie für diverse Vernäharbeiten bei meinen Strickprojekten. So, und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt was Schönes zu trinken dabei. Jetzt muss ich gucken, welche Seite meine Außenseite wird.
Ich glaube, die wird meine Innenseite und dann vernähe ich einfach gerade hier live meine 2 Fäden. Einfach nur, also ich habe hier auch keine besondere Methode zum Vernähen, weil bei diesem Muster ergeben sich ja nicht so, wie soll ich sagen, ich finde das Vernähen von Fäden immer sehr bequem an so Rippenmustern oder so an Rippen halt, weil man den Faden dann so um ein Beinchen entlang einer Reihe einfach nur so wickeln kann und dann sieht man den Faden nicht mehr und dann kann man den auch zurückleiten. Also wenn wir zum Beispiel ein Rippenbündchen haben, einmal rechts, einmal links, dann gehe ich normalerweise so vor, dass ich nicht Reihe, also keine horizontale Reihe, sondern eine vertikale Reihe nehme mit rechten Maschen und dann wickele ich den Faden so mit der Nadel also dann wickele ich den Faden der Masche um die Nadel und also ziehe dann die Nadel so durch und dann wieder zurück an dem gleichen, an den gleichen rechten Maschen, so dass ich quasi ein Loop, so eine Masche in den Maschen habe und damit sitzt der Faden halt, der vernähte Faden eigentlich sehr fest. So, hier habe ich übrigens so eine süße kleine Schere, die in meinem Täschchen dabei drin ist, das ich dabei habe, wenn ich unterwegs bin mit Strickzeug und sie ist so, sie ist echt süß, die habe ich damals bei La Bien-Aimée bestellt, aber die gibt es auch woanders zu kaufen. Ich gucke mal gleich, so abgeschnitten. Ich gucke auch gleich mal, ob ich finde, von wem sie ist. Nee, man sieht nicht, von wem sie ist. Man sieht kein, aber das wird wahrscheinlich das Label sein. Ja, also so, dass ihr erkennt. Und da sind so kleine Quasten, ganz süß. So, das war ein Faden. Und dann nehmen wir einfach den zweiten Faden und vernähen den auch ganz schnell. So fällt mir das Vernähen, also das Tuch ist schon seit 3 oder 4 Tagen fertig, vielleicht auch länger. Und auch schon trocken seit ein paar Tagen. Aber irgendwie kam ich nicht dazu, die Fäden zu vernähen. Aber mit euch geht das ja viel schneller. Das ist echt manchmal fragt man sich, warum macht man Sachen nicht sofort? Insbesondere Sachen, die ein paar Minuten nur dauern. Geht es euch auch so? Oder bin nur ich so? Ich vermute mal, es gibt noch andere Menschen, denen es ähnlich geht wie mir. So, beide Fäden sind vernäht. Jetzt muss ich mal so abschneiden, dass ich nichts durchschneide, also nichts Wichtiges. So, und schon sind wir fertig. Beide Fäden vernäht. Mein Chia-Me-Up-Scarf ist fertig. Ja, wie gesagt, man kann dieses Tuch, also das ist für mich ein perfektes Sommertüchlein, ja, weil manchmal, wenn man im Sommer so rumläuft wie jetzt und abends mal irgendwie, oder wenn man erkältet ist wie ich und zum Beispiel zu Hause ist oder im Büro sitzt und naja, diese ganze Fläche kühlt ja ab, wenn man einfach nur so sitzt, dann kann man dieses Tüchlein so drum binden. Ja, dann wärmt es. Ich habe früher, als ich noch gedolmetscht habe, also mündlich übersetzt sozusagen, da musste ich die Stimme besonders schonen. Und da habe ich häufiger zu Hause sowas Ähnliches getragen, nur hatte ich da noch nicht so ein tolles Tüchlein gestrickt gehabt. Ja, also das ist sehr leicht. Das ist natürlich auch sehr atmungsaktiv, ja, mit Löchern und mit Non-Superwash Wolle. Aber es ist trotzdem wärmend und diese Fläche hier kühlt nicht ab. Ja, also ein perfektes Sommertüchlein. So, vielleicht nochmal so zeigen. Ja. Gut, ach ja, genau. Man kann natürlich auch, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und die Haare irgendwie festhalten möchte, kann man natürlich auch sowas
sowas machen, wenn man danach oder dabei irgendwie gescheit aussieht. Ich finde bei mir das nicht, dass es gut aussieht gerade, aber gut, ich wollte das ja auch so nicht machen. Das war mein erstes fertiges Strickstück. Die Anleitung werde ich verlinken hier in der Beschreibung mit dem Namen und mit den 2 Stellen, wo man sie kaufen kann. Man kann übrigens die Anleitung auch in meinem Ravelry Store kaufen und auf Etsy. Und auf Etsy kann man auch noch das passende Garn kaufen. Und ja, hiermit unterbreite ich euch ein Angebot. Wer bei mir das passende Garn kauft, das ist Sunday von Sandness Garn. Wenn jemand von euch dieses Garn kaufen möchte, gerne, dann gibt es die Anleitung geschenkt. Ja, dann würde ich sie ausdrucken und mit reinlegen wie heißt das? In das Päckchen. Ja, und wenn ihr das wünscht, schreibt bitte Anleitung oder so. Also schreibt irgendwie einen Kommentar. Nee, braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Wenn jemand dieses Garn kauft, kriegt er oder sie die Anleitung mit. Man muss ja damit nichts machen, wenn man nicht möchte. So, mein zweites fertiges Strickstück ist dieses wunderschöne Strickstück. Ist auch fast durchsichtig. Also nein, eigentlich nicht wirklich durchsichtig, aber schon man sieht, dass es recht locker gestrickt ist, ja, weil das Licht sieht man zumindest durchscheinen. Das ist ein Lento-Sweater oder ein Lento-Pullover aus dem Leine-Magazin von vor ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile. Aus dem Merino Single Garn von La Bien-Aimée, eine Handfärberin aus Paris. So, ich zeige zuerst, das ist die Anleitung. Man sieht das nicht so gut, das ist halt dunkel. Das ist, so sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Falls ihr Lento noch nicht kennen solltet, Lento ist eine sehr bekannte Anleitung also hier von Jonna Hietala. Das ist eine finnische Designerin. Mittlerweile hat sie aber einen anderen Nachnamen, weil sie offensichtlich geheiratet hat in der Zwischenzeit. Und die Anleitung, also hier, ich gucke mal, ob ich ein besseres, also für das Video besseres Foto finde, aber finde ich nicht. Das ist die Form des Pullovers, den man aus dieser Anleitung bekommt. Man sieht, das ist eine ganz einfache Raglan-Konstruktion mit doppeltem Bündchen, mit Rippenbündchen hier. Und ich habe die Anleitung nie so richtig zu Ende gelesen, aber soweit man das auf den Fotos sehen kann, sind die Ärmel auch so geplant wie bei mir geworden, also 3/4 Länge, ja, also nicht bis zu den Handgelenken, sondern kürzer. Und so habe ich sie auch gestrickt. Allerdings habe ich mein Pullover nicht mit der 6er Nadel gestrickt wie in der Anleitung, sondern mit der 5er, glaube ich. Und ich habe halt Single Garn genommen, da in der Anleitung wird ein anderes Garn verwendet. Mehr kann ich dazu eigentlich nie sagen. Das ist eine einfache Raglan-Konstruktion. Ich habe das genauso gemacht wie in der Anleitung angegeben, doppeltes Bündchen nach meiner Methode. Zu meiner Methode gibt es ein Tutorial bei mir auf dem YouTube-Kanal unter der Playlist Stricktechniken, glaube ich, oder Techniken, also irgendwas in diese Richtung. Und da gibt es noch ein paar andere Tutorials, aber insbesondere halt doppeltes Bündchen, also wie ich mein doppeltes Bündchen stricke. Und ich finde, es wird jedes Mal richtig schön. Ja, also es zieht nichts, sitzt aber recht, also dehnt sich auch nicht zu weit aus. Also es ist irgendwie so eine Mitte und ich finde das schön. So von hinten sieht der Pullover genauso aus. Ich habe hierfür nicht weniger, 2 Stränge gebraucht, ungefähr 2 Stränge. Ich habe 3 Stränge gehabt und ich habe ich habe den ersten Strang komplett richtig verstrickt und dann hatte ich Angst, das ist ja handgefärbt, dass sich die Stränge zu sehr unterscheiden, also habe ich zwischendurch mal so abwechselnd aus den beiden Strängen, also beiden letzten Strängen gestrickt, so dass ich am Ende von dem zweiten und von dem dritten Strang jeweils noch die Hälfte ungefähr übrig habe. Also habe ich im Prinzip noch einen Strang über.
Ja, und habe aber ein Pullover gestrickt, Größe L, länger als in der Anleitung angegeben. Ja, also bei mir geht der Pullover bis zur Mitte Hüfte. Ja, also ist überhaupt nicht kurz, also ist eigentlich so eine Standardlänge, die ich gerne trage. Ist aber auch nicht sehr weit, also ist nicht eng anliegend, aber ist nicht total weit. Ist einfach nur eine angenehme, lockere Weite für Größe L. So, und das ist natürlich Merino, 100%, leider Superwash, aber mir hat die Färbung so gut gefallen, dass ich mich mit Superwash abfinden musste. Aber ich glaube nicht, dass ich nochmal dieses Garn bestelle. Ja, also es ist zwar angenehm und schön, aber mir hat die Färbung im Strang wirklich sehr, sehr gut gefallen. Im Gestrick gefällt mir die Färbung auch, aber weniger als im Strang. Ja, sie ist trotzdem wunderschön. Sie hat wirklich viele schöne Farben, die ich mag. Die Farben stehen mir auch. Also mit dieser Beleuchtung ist jetzt ein bisschen blöd, aber sie stehen mir gut. Also so, dass es weder zu breit oder zu hell, zu leuchtend aussieht, noch sieht das, finde ich, langweilig aus. Aber es haut mich jetzt nicht total um, muss ich sagen. Ja, aber ist ein schöner Pullover und ich denke mal, ich werde den, oder ich habe den schon relativ häufig getragen in den letzten 2 Tagen. So, dann zeige ich das. Ach ja, genau, ich bin hier bald fertig mit der Reihe, dann kann ich es ein bisschen besser zeigen. In der Zwischenzeit muss ich die Zeit überbrücken. Was kann ich denn gerade zwischendurch erzählen? Ich habe übrigens diese Woche tatsächlich noch eine andere spezielle Folge aufgenommen, aber noch nicht bearbeitet. Und da brauche ich zum Bearbeiten wirklich Konzentration, Ruhe und ja, die Aussicht auf mehr als eine Stunde Freizeit, die ich heute nicht habe. Deswegen habe ich die Idee verworfen, diese Woche noch diese Spezialfolge zu publizieren. Und deswegen nehme ich spontan halt eine ganz neue Folge auf, von der ich, wie gesagt, hoffe, dass ich sie einfach nur mit dem Vor- und Abspann versehen kann und hochladen kann. Wie immer zuerst auf Patreon. Für meine lieben Patroninnen ganz lieben Gruß und ganz lieben Dank für euch, für die Unterstützung, die ihr mir extra zukommen lasst. Falls ihr noch nicht wisst, was Patreon ist, könnt ihr auch gerne hier in der Beschreibung auf den Link gehen, www.patreon.com/Navamante oder Ilori Translations. Nee, Navamante, Ilori Translations ist mein anderer Patreon-Kanal. The Knitting Translator, glaube ich. Oder Navamante. Navamante müsste es sein. Also der Link steht da drin in der Beschreibung. Und da könnt ihr schauen, was ihr bekommt, wenn ihr meine Patreon-Mitglieder werdet. Wie gesagt, Navamante oder The Knitting Translator müsste es heißen. Ihr findet, Navamante heißt es, genau. Tut mir leid wegen der Verwirrung. Also der Link steht hier drunter, wenn ihr Patreon im Wort in der Adresse seht, dann ist das halt die richtige Adresse und da findet ihr zuerst eine Auflistung, was ihr alles bekommen würdet, wenn ihr Mitglieder werdet. Und erst dann könnt ihr beitreten und es gibt sogar eine Woche kostenlose Mitgliedschaft, bevor man sich quasi endgültig entscheiden muss, beziehungsweise bevor man zu einer Bezahlmitgliedschaft übergeht. So, das, woran ich hier gerade live stricke, ist meine zweite Version des Scala-Capes von Anne Wenzel. Ja, wie man sieht, bin ich mit den Ärmeln fertig. Hier mit beiden. Das ist vorne, das ist hinten, das ist einfach nur so ein breiter Cardigan oder Jacke oder Cape. Anne Wenzel beschreibt auch sehr schön, wo die Idee herkommt. Die Idee kommt aus den früheren Zeiten, wo man nur so Capes getragen hat. Und ja, sie hat halt die Form an die modernen Bedürfnisse angepasst und ich finde sie sehr schön. Wie man sieht, man
man strickt von oben nach unten. Ich habe auch schon eine Version gestrickt. Ihr werdet meine Version, sie ist braun-weiß, sage ich mal. Also die Hauptfarbe ist braun und die Kontrastfarbe ist ja so naturweiß. Das Video zu der fertigen Version werdet ihr also auch hier auf dem Kanal finden, wenn ihr ein paar Folgen zurückgeht. Da steht dann Carla Cape und ihr könnt euch mehr zu dieser Anleitung anschauen. Aber man sieht, ich habe hier noch das Halsbündchen zu stricken und die Blenden. Und ich werde im Gegensatz zu dem, wie es in der Anleitung beschrieben ist, den Rat von Eveline von Maschenträumer, auch einen YouTube-Kanal, befolgen und auf der rechten Blende oder auf der linken Blende, genau, auf der linken Blende die Knopflöcher direkt reinstricken, damit ich mir keine Gedanken machen muss, wie ich denn mein Carla Cape irgendwie zumache. Ich werde auf jeden Fall die Knopflöcher reinmachen und dann halt Knöpfe an die rechte Blende dran nähen und dann habe ich eine ganz normale breite Strickjacke, die ich dann halt auch bequem zumachen kann. Ich bin mir nicht sicher, wie lang ich die machen möchte. Sie würde im Prinzip jetzt schon reichen als Jacke. Sie würde, glaube ich, auch den Popo schon abdecken. Aber ich glaube, ich stricke sie noch ein bisschen länger. Ursprünglich habe ich 4 Knäuel, also 400 Gramm von Beroa von Retrosaria Rosa Pomar gehabt. In dieser Farbe. Das ist das hier. Und die Farbe ist 569. Ja, aber als ich dann bei den Ärmeln war mir klar, dass ich wirklich riskiere, die Jacke entweder zu kurz machen zu müssen oder ich mache sie normal lang und dann reicht mir das Garn nicht für die Blenden oder sowas. Also ich wollte mir diesen Stress ersparen, also habe ich mir 2 Knäuel nachbestellt. Ja, ich bin noch nicht fertig mit dem 4. Knäuel, aber ich glaube, am Körper werde ich damit, ja, werde ich das 4. Knäuel verstricken und dann werde ich die Ärmel länger machen. Und zwar sind sie im Moment ungefähr so lang, ja, und ich werde sie normal lang machen, weil das Garn schon recht warm ist und ich trage am liebsten trage ich eigentlich nicht etwas langärmiges und eine Jacke oder ein Cape drüber wäre okay, sondern umgekehrt. Ich trage lieber etwas mit kurzem Arm, damit mir nicht zu warm ist und dann trage ich halt eine Jacke gerne drüber mit langem Arm, ja, sonst friere ich, ja. Und deswegen werde ich auch hier den Rat von Eveline von Maschenträume befolgen, die das zu meinem letzten Cape gesagt hat. Und hier halt die Ärmel normal lang machen. So, jetzt ist die Sonne wieder raus und es wird zu dunkel und man sieht mich kaum. Aber man hört mich ja. Ja, auf jeden Fall stricke ich hier den Carla Cape. Ich zeige auch hier die Anleitung. So, Carla Cape, Moment, das sieht man nicht, damit ihr wisst, wie das geschrieben wird, weil ich das Video, wie gesagt, nicht bearbeiten werde. Carla Cape mit K von Arne Wenzel. Die Anleitung gibt es auch in Deutsch, aber auch in Englisch und ein paar anderen Sprachen, glaube ich, also zumindest in Dänisch, weil das ja eine dänische Designerin ist. So, das ist dann mein Carla Cape, an dem ich immer wieder aktuell arbeite und bald fertig zu sein wünsche. So, ein Schluck Tee. Und das letzte, was ich heute zeigen möchte, ist etwas, was ich neu angeschlagen habe. Oh, jetzt habe ich, ich habe hier auch die Anleitung und ich zeige hier, was ich hier stricke. Ich habe ja auf Kielgeholt Wollfestival in Duisburg 2 Stränge eines Non-Superwash Merino Garns von Bohajans, also von Elke von Bohajans aus Düsseldorf gekauft. Das waren die letzten 2 Stränge aus ihrer reduziert
Box oder aus dem Reduziert-Körbchen, die ich hier da ja, nicht weggenommen habe. Ich habe sie gekauft. Alles, was ich heute zeige, habe ich selber gekauft. Und ja, das ist also zuerst Elkes Katze. Das ist die Bohai-Katze. Und das ist Organic Merino, 100 Gramm, 400 Meter auf 100 Gramm. Einfach nur, also einfach, das ist dieses Garn. Das ist eigentlich so die Farbe. Das sind nicht meine üblichen Farben, wie ihr unschwer erkennen könnt. Aber Grün mag ich. Ich verstricke Grün nur nicht oft genug. Aber ich habe ja grüne Augen, daher steht mir alles mit Grün und Blau eigentlich auch, aber Blau mag ich nicht. So, also das ist das Garn. Ich habe schon vom ersten Strang die Hälfte verstrickt und ich stricke das hier. Ich stricke das Texas Tea von, jetzt ist mir der Name entfallen, während ich hier aufnehme. Die Anleitung ist von mir für die Designerin übersetzt worden. Ach Mano. Eine dänische Designerin ebenfalls, die auf Dänisch und auf Englisch veröffentlicht. Und mir ist der Name total entfallen. Das ist ja wirklich sehr sinnvoll. Ach, hier hinten ist der Name. 50 Fabulous ist ihr Nickname sozusagen. Und das ist ja wirklich nicht sehr schön. Das tut mir sehr leid. Der Name, also während der Aufnahme passieren einem ja wirklich komische Sachen manchmal und jetzt ist wie ausgelöscht der Name, obwohl wir persönlich miteinander... Pia heißt sie. 50 Fabulous ist ihr Strickname, sage ich mal, aber der Nachname Pia Trans. So, jetzt aber. Wenn man lange genug redet, dann fällt einem wieder alles ein. Ja, und ich übersetze Pias Anleitungen in Kooperation mit ihr aus dem Englischen ins Deutsche für sie und sie veröffentlicht die Übersetzungen in ihrem Ravelry Store. Ich habe bisher 2 oder 3 Anleitungen übersetzt, also da findet man die Übersetzungen ins Deutsche halt auch in ihrem Ravelry Store, beziehungsweise bei mir als Patreon-Mitglied bekommt man die Übersetzungen kostenlos, beziehungsweise im Rahmen der Mitgliedschaft. Ja, also auch diese Anleitung bekommt ihr, wenn ihr Patreon werdet, im Rahmen der Mitgliedschaft. So, und das Interessante an dieser Anleitung ist eigentlich auch die einfache Konstruktion. Also man sieht hier im Foto, beziehungsweise in diesem Schwarz-Weiß-Bild nicht so gut, wie das gebaut ist, aber auf jeden Fall ist hier ein doppeltes Bündchen, aber ohne Rippenmuster. Dann gibt es ein bisschen Zunahmen und erst dann kommen die Raglan-Zunahmen für die Ärmel und dadurch sieht halt das T-Shirt ein bisschen anders. Gut, man sieht, die Ärmel sind relativ breit, aber nicht zu breit und hier unten wird halt auch noch ein bisschen Bündchen gemacht. Ich werde hier unten wahrscheinlich etwas anders machen, aber dennoch finde ich die Anleitung ja schön und wollte irgendwas Sommerliches, aber Dunkles für mich machen. Und dazu eignet sich das Garn von Elke Bohai wirklich sehr gut, finde ich. Und es gibt übrigens verkürzte Reihen, sodass der Pullover oder Kurzarmpullover gut sitzt. Und so sieht es bei mir mittlerweile aus. Ja. Hier vielleicht, so sieht man auch die Farben. Ich finde das wirklich außerordentlich schön. Man sieht hier auch, dass es doppeltes Bündchen ist und hier ein bisschen Zunahmen gearbeitet werden, aber das wird sich alles ein bisschen regulieren. Ja, und dann stricke ich halt einfach in Runden und ja, hoffe, dass 2 Stränge ausreichen werden, um eine für mich passende Länge zu bekommen. Ja, also es ist einfach nur
Das ist wirklich ein Projekt, das man super mitnehmen kann, weil man einfach nur in jeder zweiten Runde die Raglanzunahmen macht, nachdem man hier den oberen Teil gemacht hat. Wie gesagt, es gibt, also das ist das doppelte Bündchen ohne Rippenmuster. Und dann gibt es direkt danach Zunahmen. Je nach Größe gibt es die Zunahmen oder nicht. Und auch je nach Größe gibt es unterschiedliche Anzahl von Zunahmen oder zugenommenen Maschen. Und dann fängt man erst mit dem, ja genau, und dann kommen die verkürzten rein und dann fangen die Raglanzunahmen an. Und ja, ab dem Moment, wo die Raglanzunahmen anfangen, strickt man einfach nur in jeder zweiten Runde die Raglanzunahmen und das ist natürlich ja, ein perfektes Projekt zum Mitnehmen. Man sieht hier übrigens normalerweise, also hier nimmt man an Raglanlinien um diese eine Masche zu. Und man sieht, oder normalerweise, wenn auf diese Weise Raglanzunahmen gemacht werden, grenze ich diese Raglanmasche auf beiden Seiten mit Maschenmarkierern ab. Aber ich habe keine Maschenmarkierer mehr. Also ich nutze dafür normalerweise so einfach nur ganz normale, wie heißen sie, Ringe. Ja, also so kleine Ringe als Maschenmarkierer, also so kleine Ringmaschenmarkierer sozusagen, zum Beispiel von Sostrene, Gräne oder andere, so einfache, ganz glatte, ohne irgendwelche Sachen, die dranhängen. Und von denen habe ich leider keine mehr. Also habe ich behelfe ich mir jetzt so, dass ich die Raglanmasche mit so einer Sicherheitsbirnennadel markiert habe und sie dann halt immer weiter versetze, je weiter ich stricke. Man muss natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass man hier sich nicht vertut und nicht irgendwie schräg weiter zunimmt. Ja, wollte ich nur mit euch teilen, dass ich halt mittlerweile so viele Projekte habe, dass ich keine Maschenmarkierer mehr habe, die dazu passen könnten. Ja, das ist auch etwas, was mir so ein bisschen Sorgen macht, aber naja, so ist das und da kann ich nichts dagegen tun im Moment. So, jetzt einen weiteren Schluck. Und ja, dann kann ich schon die nächste Reihe anfangen, hier bei dem Kala Cape. Der Kala Cape liegt bei mir hier immer auf oder neben dem Sessel. Wir befinden uns bei mir im Wohnzimmer. Ein bisschen unaufgeräumte Ecke sieht man da, wo ich meine Garne wickle und ja, verschiedene andere Sachen mache. Bei mir ist natürlich alles, was mit dem Stricken zu tun hat, wie Kinderspielzeug überall im Haus verteilt. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Also egal, wo man sich bei uns befindet, sieht man, dass ich irgendwas mit Stricken am Hut habe. Ist wirklich nicht zu übersehen. Vor kurzem waren unsere neuen Bekannten ja, spontan quasi hier bei uns. Und dann habe ich, also es war eine, naja, neue bekannte Familie sozusagen, mit Kind, Mama und Papa. Und die Frau, also die Mama sozusagen, war dann spontan drin. Und also eigentlich waren wir alle im Garten. Und dann waren wir aber spontan drin. Und ja, dann dachte ich, okay, ich erkläre mal, warum sich hier überall Wolle sieht. Habe ich dann einfach nur gesagt, ja, falls du dich wunderst, dass hier überall Wolle liegt, ich habe einen Online-Shop und ja, mache ich hier was mit Wolle. Und sie meinte dann so ganz lustig, du strickst aber nicht, oder? Eine interessante Frage, die ich verneinen musste, beziehungsweise, ja, ich musste sagen, doch, ich stricke auch. Ich fand aber die Reaktion echt interessant. Sie ist deutlich jünger als ich, oder beide, also sowohl der Mann als auch die Frau sind deutlich jünger als ich. Und ich weiß nicht, kennt ihr Menschen, ich würde schätzen, sind beide unter 30. Kennt ihr Menschen unter 30, außer Kinder, die auch stricken? Stricken sie viel? Stricken sie genauso verrückt wie wir? Ich kenne welche über 30, also unter 40, die stricken. Aber ich glaube, ich kenne niemanden unter 30,
außer Podcasterinnen. Ja, da gibt es natürlich welche, die auch unter 30 sind und die stricken auch. Ich muss sie mal fragen, also wenn ich da eine mal kennenlerne, weil ich kenne sie persönlich nicht, ich muss sie mal fragen, ob ihre Zielgruppe oder ihre Abonnentinnen und Zuschauerinnen, ich setze mich mal ein bisschen näher dran, in welchem Alter sie sind, ob es da auch welche gibt, die stricken. Interessant. Würde mich interessieren, ja, also falls ihr Leute kennt unter 30, die auch stricken, gerne schreiben hier in den Kommentaren. Ich würde das einfach gerne wissen, weil ich nicht so viele Menschen unter 30 so in meinem Umkreis kenne. Ja, wie gesagt, außer Kinder. Über meine Tochter kenne ich natürlich sehr viele Kinder. Die stricken alle nicht. Ihre Mamas sind in der Regel auch schon über 30. Ja, interessant. Jetzt habe ich mal mit euch zusammen eine Altersgruppe entdeckt, zu der ich wenig Kontakt habe. Weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich glaube, es hat sich so ergeben, einfach nur. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe was aufgenommen. Ich hoffe, dass diese Folge für euch spannend war. Ich glaube, sie unterschied sich im Großen und Ganzen nicht von den Folgen, in denen ich einfach nur über meine aktuellen Projekte erzähle. Von daher denke ich oder hoffe ich auch, dass ihr Spaß hattet. Ja, ich hoffe auf, oder ich freue mich auf eure Kommentare. Ich habe euch ja ein paar Fragen gestellt und hoffe sehr, dass ihr mir auch was schreiben wollt darauf. Ich habe noch nicht alle Kommentare zu meiner letzten Folge beantwortet. Ich werde sie beantworten. Also ich beantworte alle Kommentare immer. Aber wie gesagt, die letzten 2 Wochen waren extrem voll. Ja, also es ist jetzt nichts Neues, sage ich mal, Schlimmes passiert. Aber es gibt unglaublich viele Sachen zu bearbeiten, zu lösen, vorzubereiten. Irgendwie auch bei der Arbeit muss ich einiges notieren und irgendwie aufzeichnen und aufschreiben für meine Vertretung, weil ich länger Urlaub habe. Ja, deswegen kam ich einfach nicht dazu, die Kommentare, bei denen ich ein bisschen mehr schreiben möchte, zu beantworten. Aber ich werde das auf jeden Fall tun. Das sind nicht sehr viele. Und spätestens im Urlaub beantworte ich sie natürlich. So, ich bin gleich mit der Reihe fertig. Ich trinke dann meinen Tee aus gleich und lade die Folge hoch. Beziehungsweise nein, ich muss sie ja doch noch ein bisschen bearbeiten, indem ich den Vorspann, das interessiert euch nicht, glaube ich. Das ist alles mein Kram, den ihr nicht sehen müsst oder mit dem ihr nichts zu tun habt. Ja, in jedem Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönes Stricken und hoffe und denke, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.